Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Asus V3607V. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Asus V3607V nicht mehr angeht, kann das verschiedene Ursachen haben. Oftmals ist es ein Problem mit der Stromversorgung oder einem defekten Bauteil. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann das zu noch größeren Schäden führen, die die Reparatur aufwendiger und teurer machen können. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubenzieher, eine Anti-Statik-Armband, einen Kunststoffhebel zum Öffnen des Gehäuses und gegebenenfalls ein neues Netzteil oder andere Ersatzteile, je nachdem was wir finden. Um dein Asus V3607V sicher zu öffnen, solltest du zuerst alle Schrauben an der Unterseite des Gerätes entfernen. Danach nimmst du den Kunststoffhebel und schiebst ihn vorsichtig in die Kanten, um das Gehäuse zu lösen, ohne es zu beschädigen. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, suche nach dem Netzteilanschluss und überprüfe, ob alles richtig verbunden ist. Oftmals kann es sein, dass ein Kabel locker ist. Wenn du ein defektes Bauteil findest, wie zum Beispiel den Akku oder das Netzteil, musst du es vorsichtig abziehen und durch ein neues ersetzen. Achte dabei darauf, die passenden Schrauben zu verwenden und nicht zu viel Druck auszuüben, um umliegende Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob es korrekt funktioniert. Wenn es immer noch nicht angeht, könnte ein tiefer liegendes Problem vorliegen, das möglicherweise eine professionelle Diagnose erfordert. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, achte darauf, dein Gerät regelmäßig zu warten und es vor Überhitzung zu schützen. Vermeide zudem das Gerät in feuchten Umgebungen zu nutzen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.